Ob der Verein für Literatur Duisburg, die Stadtbibliothek, der mobile Bücherbus oder die Literaturtage, sie alle haben etwas gemeinsam, nämlich die Liebe zum Buch und zum Thema Lesen. Und auch bei uns im Ruhrgebiet gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich mit spannendem Lesestoff zu versorgen und zu beschäftigen. Und das ist auch gut so, denn Lesen wird wohl auch in Zukunft nicht aus der Mode kommen. Ob zum Einschlafen, zum Lernen oder einfach nur zum Spaß. Viele Menschen in Deutschland vertreiben sich ihre Freizeit mit dem Lesen und greifen wieder zum Buch. Und das trotz der Digitalisierung. Denn wer glaubt, dass der Büchermarkt immer mehr abfällt, da man seine spannenden Geschichten von Zauberern und Detektiven auch ganz einfach auf sein E-Book laden kann, der befindet sich auf dem Holzweg. Denn im Gegenteil, besonders in den letzten Jahren verzeichnete der Büchermarkt wieder positive Ergebnisse. Allerdings nimmt die Zahl der kleinen Buchhandlungen immer mehr ab, da die Bücher oftmals in den großen Kaufhausbuchhandlungen oder im Internet gekauft werden. Somit stirbt der klassische Beruf des Buchhändlers aus. Im Gegensatz dazu steigt allerdings die Zahl der selbstständigen Schriftsteller. Denn immer mehr Menschen können durch das Internet ihre Geschichten, Texte oder Fachliteratur vertreiben. Ob sie allerdings davon leben können, das ist eine andere Frage. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Lesen und genauer gesagt auch beim Verein für Literatur Duisburg. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend bei uns ist. Der Geschäftsführer des Ganzen, Herr Barbian. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wir haben gerade schon gehört, Lesen ist natürlich eins der wichtigsten Dinge, die so den Tag auch begleiten von jedem von uns. Was bedeutet Lesen für Sie und Literatur? Für mich ist es ein Lebensmittel. Also ich kann mir nicht vorstellen, ohne dieses Mittel zum Leben auskommen zu können. Man lernt ungeheuer viel über das Leben, über andere Menschen, über andere Kulturen, über Bücher. Von daher ist es wunderbar, als Direktor einer Stadtbibliothek dieses Hobby dann auch zum Beruf gemacht haben zu können. Das ist das Allerschönste auf jeden Fall, da gebe ich Ihnen recht. Nun beschäftigen Sie sich natürlich beim Verein für Literatur Duisburg tagtäglich mit unterschiedlichen Lektüren und auch mit unterschiedlichen Themen. Und Sie sind natürlich auch immer darauf bedacht, ein spannendes neues Programm zu bieten. Was hat denn das neue Programm so alles auf dem Plan stehen? Ich bin sehr froh, dass wir die Kooperation mit dem Verein für Literatur, den es ja seit 1912 schon gibt, auch mit einem neuen Programm fortsetzen können. Wir haben 10 attraktive Veranstaltungen. Diesmal auch sehr stark berücksichtigt Duisburger, die etwas zu sagen haben. Wir beginnen direkt mit Gerd Herholz, einem Duisburger Urgestein, 1952 hier geboren, lange Zeit Leiter des Literaturbüros Ruhr in Gladbeck, der jetzt ausgeschieden ist, in Rente gegangen ist und der jetzt als Autor zu uns zurückkehrt sozusagen und einen Blick auf Duisburg wirft. Nun kann ich mir vorstellen, dass das auch eine sehr große Herausforderung ist, so jedes Jahr aufs Neue auch ein spannendes und tolles Angebot zu liefern. Wo holt man sich da Inspirationen, Ideen her? Also zum einen verfügen wir über ein sehr gutes Netz von Kontakten. Christian Brückner, einer der besten Vorleser, kann man sagen, Synchronstimme von Robert De Niro seit den 70ern, ist ständiger Gast bei uns. Von daher haben wir ihn diesmal auch mit einem der wichtigsten Texte der deutschen Sprache und auch der Weltkultur, nämlich Karl Marx, Friedrich Engels, das Manifest der Kommunistischen Partei, wiederum zu Gast. Das ist also ein langer Kontakt, der hier besteht, und es hat sich erfreulicherweise natürlich herumgesprochen, dass Duisburg ein guter Ort zum Lesen ist mit einem sehr aufmerksamen Publikum. Das wird uns immer wieder gespiegelt, dass das Publikum hier sehr aufmerksam ist beim Zuhören und auch in der Diskussion sehr gut mit den jeweiligen Autoren oder Schauspielern mitdiskutiert. Was wird dann da so diskutiert? Gibt es da so nette Anekdoten, die Sie erzählen können, die Ihnen noch in Erinnerung geblieben sind? Also wir hatten Axel Hacke schon zweimal zu Gast, der ja auf hervorragende Art und Weise Humor mit guten Erkenntnissen zu kombinieren weiß. Und das waren ausgesprochen unterhaltsame Abende. Er hat im Übrigen ein kolumnistisches Manifest geschrieben und sagte, er hätte 800 Seiten da zusammengetragen als Einzelautor. Und Marx und Engels hätten deutlich weniger geschafft. Das war ein ausgesprochen amüsanter Abend, wenn er dann auch
auch mit seinen Wortverdrehungen kommt, die es in der deutschen Sprache ja durchaus gibt, dass man etwas missversteht auch. Ja. Jetzt haben Sie ja eben angesprochen, so ein paar Punkte schon mal von dem Programm. Gibt es da noch so andere weitere Highlights, die Sie da besonders hervorheben wollen? Die Reihe mit Duisburgern wird fortgesetzt von Ludger Haidt, der etwas zum jüdischen Duisburg sagen wird. Das gab es ja bis zur Vernichtung durch die Nationalsozialisten bis in die 30er Jahre hinein, rund um die neue Zentralbibliothek. Das war also ein jüdisches Viertel. Daran erinnert er, und es wird auch eine Gedenktafel dazu geben, die im Oktober eingeweiht werden wird. Und er erklärt, wie dieses Leben ausgesehen hat. Wir haben Lütfie Güsel als 1972 in Duisburg geborene Autorin mit Migrationshintergrund, die im vergangenen Jahr mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet worden ist. Wir haben, und das ist sicherlich das absolute Highlight, Susanne von Borsody zu Gast am 2. Februar. Den Termin sollte man sich ruhig schon mal merken, weil die Karten werden schnell vergriffen sein, mit einem Frida Kahlo-Abend. Sie erinnert mit Briefen, Gedichten und Tagebucheintragungen an diese großartige mexikanische Künstlerin. Das klingt ja nach einem sehr vielfältigen Programm, wenn man das so sagen darf. Wie treffen Sie da eine Auswahl? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Es ist in der Tat schwierig, weil in jedem Herbst erscheinen ganz viele neue Titel, auch über das Jahr verteilt. Wir haben in Deutschland rund 90.000 neue Buchtitel im Jahr, was gegen die These spricht, dass das Buch der Vergangenheit angehört. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und von daher ist es in der Tat schwierig. Es geht natürlich ein bisschen danach, was zu einem Themenschwerpunkt passt, den wir in diesem Jahr ja bewusst ausgesucht haben im Hinblick auf den 200. Geburtstag von Karl Marx, und jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen aus der Kritik des Gothaer Programms formuliert eine Utopie oder eine Vision für eine humane Gesellschaft, und die Texte, die wir im Laufe des Programms vorstellen, und auch die Persönlichkeiten verkörpern diese Vision. Klingt auf jeden Fall alles wahnsinnig gut und sehr, sehr spannend. Und ich drücke Ihnen ganz viel Erfolg, dass viele Menschen das neue Programm besuchen und sich anschauen. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung.